Ich bin kein geborener Entscheider. Zumindest war ich das nicht, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Wir treffen täglich hunderte Entscheidungen. Schon angefangen dabei, ob ich mich morgens nochmal umdrehe und auf Snooze drücke oder direkt aufstehe. Während das noch harmlose Entscheidungen sind, treffen wir aber genauso auch folgenreichere. Wie möchte ich meinen Job wechseln? Soll ich dahin ziehen, wo ich schon immer hinziehen wollte? Entscheidungen, die das Potenzial haben, dein Leben gänzlich zu verändern. Und zu oft treffen wir dann Entscheidungen, die wir im Nachhinein bereuen. Wir denken nicht wirklich drüber nach, wir entscheiden einfach schnell und reagieren mehr, als dass wir wirklich bewusst uns für eine Option entscheiden. Aber wie treffen wir eigentlich gute Entscheidungen? Hi, ich bin Marvin und willkommen bei Best with Books. Hier fasse ich die besten Ideen aus Sachbüchern zusammen und halte das fest, was mich wirklich weiterbringt. In diesem Video geht es um das Buch Clear Thinking von Shane Parrish, das mir wirklich dabei geholfen hat, bessere Entscheidungen zu treffen. Das Buch hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, nicht weil es darum geht, dass es jetzt super revolutionäre Ideen sind und es heißt, ändere dein Leben von 0 auf 100 komplett und auf einmal bist du der Entscheidungsgott, sondern dass es halt eher, dass es an einigen Stellen unbequem klar macht, wie oft wir Entscheidungen treffen, die nicht wirklich bewusst getroffen sind, sondern eher aus dem Affekt heraus, angefangen bei größeren Fragen wie, was will ich studieren, will ich überhaupt studieren, was will ich mit meinem Leben anfangen, soll ich umziehen, soll ich meinen Job wechseln. Also ich glaube, die Liste an potenziellen Entscheidungen, die ist von sehr unbedeutend, im Zweifelsfall irrelevant bis hin zu extrem entscheidend und lebensverändernd eigentlich endlos. Und ich glaube, da hilft auf jeden Fall so ein Buch ganz gut, was einem da so ein bisschen den Weg weist in Richtung, okay, wie kann ich eigentlich solche Entscheidungen besser treffen, ohne vielleicht mich am Ende in Situationen vorzufinden, wo ich mich eigentlich gar nicht haben wollte. Konkret reden wir heute über 4 Ideen aus dem Buch. Erstens, was sind so Entscheidungsdefaults, also welche Abkürzungen nehmen wir in unserem Denken, um uns das Leben quasi einfacher zu machen. Das zweite ist innere Stärke, und zwar spricht Shane Parrish bewusst davon, dass gute Entscheidungen nicht erst bei der Entscheidung anfangen, sondern bei uns selbst. Also was müssen wir verändern, um quasi bessere Entscheidungen zu treffen? Wie müssen wir unsere Persönlichkeit dahingehend anpassen? Das dritte ist, eigene Schwächen zu erkennen und abzufedern. Denn nur wenn wir uns bewusst sind, wo wir eventuell schwach werden und an welchen Punkten wir einfach nicht glänzen, können wir auch am Ende Entscheidungen treffen, die uns davor bewahren, solche Standardfehler bzw. in so Standardsachen reinzutappen, wo wir wissen, okay, da sind wir einfach nicht die Besten da drin, da standhalten, das ist einfach menschlich. Um dann zu Punkt 4 zu kommen, dem Entscheidungsframework. Was brauche ich eigentlich, um eine gute Entscheidung zu treffen und wie sollte ich am besten meinen Entscheidungsprozess von Anfang Idee bis Ende Entscheidung eigentlich aufbauen? Und damit starten wir rein. Der erste spannende Punkt aus dem Buch sind die Entscheidungsdefaults und diese lassen sich wiederum in 4 unterteilen. Der Emotion Default, der Ego Default, der Social Default und der Trägheitsdefault. Und diese fand ich echt ganz spannend, weil man findet super viele Parallelen dazu im eigenen Leben. Und ich habe mich quasi bei jedem davon irgendwie schon erwischt, wo ich gemerkt habe, guck mal, ja, das war so eine typische Entscheidung, da habe ich halt nicht bewusst drüber nachgedacht, sondern das sind so, wo man merkt, okay, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt so entscheiden und ich will damit nicht sagen, alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus sind falsch, aber es geht so ein bisschen darum, wie wir aus dem Instinkt heraus quasi entscheiden würden, weil wir versuchen, bestimmte Sachen zu schützen. Und das ist zum Beispiel beim Emotion Default. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man Entscheidungen aus dem Affekt heraus trifft, dann handeln wir häufig nach unseren Emotionen. Wenn wir wütend sind, dann handeln wir ganz anders oder sind eher verleitet, mal eine böse E-Mail zurückzuschreiben oder jemandem eine fiese Sprachnachricht zu schicken, einfach nur, weil wir extrem sauer sind. Aber im Nachhinein ist das vielleicht nicht immer die beste Idee, zu sagen, okay, ich lasse meine Emotionen freien Lauf und feuer alles allen Leuten um die Ohren, nur weil man gerade irgendwie einen Wutausbruch hat oder da die Kontrolle über seine Emotionen verliert. Punkt 2 ist der Ego-Default und das geht dann darum, okay, wir treffen Entscheidungen, um unser Ego zu schützen. Also ganz bewusst, ich habe eine Entscheidung getroffen und die war vielleicht falsch, aber ich versuche mich trotzdem da irgendwie rauszureden und sagen, ja, ich wusste das ja nicht und hätte ich ja irgendwie, also wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das hätte besser machen können. Das ist so ein bisschen der Klassiker, glaube ich, wenn man gerade so sehr stolze Personen hat, die irgendwie eine Entscheidung getroffen haben und dann aber nicht eingestehen können, dass es einfach falsch war. Und das finde ich, das gehört auch mit zur inneren Stärke dazu, dass man halt eben zu seinen Entscheidungen steht und auch weiß, wann sie eben falsch sind. Punkt 3 ist der Social Default und das ist so ein bisschen das Schaf, das der Herde hinterher rennt. Also dass wir Entscheidungen treffen, einfach nur daraus, wie andere Entscheidungen treffen, wie andere Entscheidungen getroffen haben. Wir rennen so ein bisschen der Masse hinterher. Oder aber auch, weil wir versuchen wollen, die harmonischste Entscheidung in der Gruppe zu treffen, indem wir uns einfach zu sehr an anderen orientieren, anstatt dem, was vielleicht gerade richtig wäre, was die richtige Entscheidung wäre oder aber auch, was du tatsächlich möchtest. Und das kenne ich ganz gut von mir selbst. Ich bin super der People-Pleaser, was das in der Hinsicht angeht, ab und zu, dass man dann
eher seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Und das letzte, Punkt 4, ist dann der Trägheitsdefault und das sind Dinge, die wir einfach gar nicht entscheiden. Also es ist immer einfacher zu sagen, okay, wir treffen keine Entscheidung, wir schreiben die E-Mail nicht, wir sprechen nicht Person XY an, sondern wir warten einfach ab und schauen dann, was passiert. Und das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Manchmal kann das sein, ja, wenn man die Füße stillhält, ist das gar nicht schlecht. Aber das kann auch genauso gut einfach aus Bequemlichkeit heraus passieren, dass man sagt, okay, ja, ich habe jetzt keine Lust oder es ist einfacher, einfach nichts zu sagen zum Beispiel in einer bestimmten Situation, obwohl das in der Regel ja nicht zwangsläufig die beste Entscheidung dann ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt an diesen 4 Defaults, weil sie passieren mehr oder weniger automatisch und das ist für uns immer der bequemste Weg. Da müssen wir nicht groß entscheiden, das ist für uns aus dem Effekt heraus, okay, Entscheidung, Ego schützen ist quasi leicht gemacht. Und dann denken wir nicht wirklich drüber nach. Ich meine, wir müssen und können auch nicht über jede Entscheidung nachdenken. Aber ich finde, diese Defaults ein bisschen im Hinterkopf zu haben, hilft ungemein. Und das bringt uns zu Punkt 2, und zwar innere Stärke aufzubauen. Denn gute Entscheidungen basieren auf einer guten Persönlichkeit. Und diese wiederum basiert nach Parrish auf Eigenverantwortung, Selbstkontrolle, Selbstkenntnis und Selbstbewusstsein. Eigenverantwortung ist zum Beispiel, dass man einfach für alles Verantwortung übernimmt. Und das fängt schon bei so einfachen Sachen an und da kenne ich mich auch als gutes Beispiel. Ich bin beim Kunden oder ich komme zu spät zum Unterricht oder sonst was. Mache ich dann wirklich die Bahn dafür verantwortlich und sage, ja, die Bahn war schon wieder zu spät, schade. Oder sage ich, okay, hey, die Verantwortung liegt auch in gewisser Weise bei mir, zu sagen, okay, ich hätte ja einfach auch eine Bahn früher nehmen können. Weil, mein Gott, dass die Bahn mittlerweile zu spät kommt, das ist ja eigentlich schon ein Fakt. Also was ich so ein bisschen rüberbringen will, ist, man muss gucken, okay, für alle Sachen, die man irgendwie ausgeliefert ist und irgendwelche anderen Menschen oder andere Dinge verantwortlich macht, kann man auch selber Verantwortung übernehmen, indem man einfach sagt, okay, es ist meine Verantwortung, wenn ich da pünktlich kommen will, dann nehme ich entweder ein Auto, dann fahre ich mit dem Fahrrad, wenn die Bahn nicht pünktlich kommt, oder ich überlege mir irgendwas anderes. Natürlich, es kann immer ein Meteorit einschlagen oder sonst irgendwas und mich dann von meinem Plan abhalten. Also man ist da nicht ganz gewappnet davor, komplett die Verantwortung zu übernehmen. Aber es reicht halt eben zu sagen, okay, es liegt in meiner Verantwortung, wenn ich hier pünktlich kommen möchte, dann schaue ich mir auch die Bahn an, die vielleicht mich dahin bringt oder überlege mir einen Plan, wie das am wahrscheinlichsten passiert. Und genauso ist es natürlich auch mit anderen Sachen. Wenn man was verbockt hat, dann ist es in meiner Verantwortung, das auch wieder gerade zu machen, dafür einzustehen. Und das bringt uns zu Punkt 2, Selbstkenntnis. Wir müssen wissen, wo wir Stärken und Schwächen haben. Ich kenne das von mir zum Beispiel, ich bin nicht gut da drin, irgendwie emotional tiefgründigere Gespräche irgendwie spät abends zu führen, weil dann ist man müde, dann sagt man eventuell Sachen, die man gar nicht so gemeint hat oder gar nicht so sagen wollte. Und da hilft es dann einfach, sich so einfache, klare Regeln im Kopf zu setzen und zu sagen, okay, hey, solche Entscheidungen verschieben wir einfach auf den nächsten Tag. Daran anknüpfen tut dann Selbstkontrolle und das ist so ein bisschen der Punkt, ja, wir müssen in der Lage sein, auch mal irgendwann die Klappe zu halten und nicht immer alles rauszuposaunen, was man sich gerade vielleicht denkt oder irgendwie sagen würde. Und der letzte Punkt ist das Selbstbewusstsein, und zwar, dass wir uns bewusst sind, was uns wichtig ist, welche Werte uns wichtig sind, wofür wir einstehen wollen. Das sind so wesentliche Charakterzüge, die Parrish hier beschreibt. Und damit kommen wir zu Punkt 3, und zwar Schwächen zu erkennen und abzufedern. Und wir haben ja eben schon kurz über Schwächen gesprochen. Und da ist eben der wichtigste Punkt, dass es laut Parrish nicht reicht, sich einfach nur dessen bewusst zu sein. Und deswegen habe ich das hier auch nochmal in der Idee als extra Punkt abgehoben, weil es doppelt sich ja schon so ein bisschen mit dem, was wir eben gesagt hatten. Und am Anfang des Kapitels war ein recht spannendes Zitat von Richard Feynman, was ich finde, das Ganze gut auf den Punkt bringt. The first principle is to not fool yourself, and you are the easiest person to fool. Und da habe ich mich absolut wiedergesehen. Und zwar, dass selbst wenn wir wissen, dass wir manche Sachen einfach nicht so gut können oder da einfach eine Schwäche für haben, für Schokolade zum Beispiel, ist es noch lange kein Grund dafür, dass wir deswegen in der Lage sind, entsprechend auch anders zu handeln, sondern wir fallen immer wieder auf die gleichen Dinge rein. Wir verarschen uns gewisserweise ein bisschen selber, obwohl wir das eigentlich wissen, und trotzdem tappen wir immer wieder in dieselben Fallen. Und hier nennt Parrish 2 konkrete Ansätze, um eben solche Sachen abzufedern, und zwar konkrete Regeln sich zu setzen, wie ich führe keine emotionalen Gespräche nach einer bestimmten Uhrzeit. Und ein weiterer Punkt, den er nennt, ist, dass wir uns bewusst Dinge leichter machen. Im Englischen schreibt er hier von Friction, also Reibung, die man quasi erzeugt, dass man Dinge, die wir machen wollen, machen wir bewusst einfach. Wir legen uns die Sportsachen schon morgens hin, und Dinge schwerer machen, die wir vermeiden wollen. Dass wir zum Beispiel nicht immer den Kühlschrank randvoll mit Eis und Schokolade und Süßkram haben, wenn wir nicht so viel davon essen wollen. Also einfach gesagt, gute Entscheidungen sollten wir so einfach wie möglich entscheiden, die uns quasi gut tun. Und schlechte Entscheidungen oder schlechte Dinge sollten wir so schwer wie möglich gestalten oder uns gewisse Muster und Rahmen dafür setzen,
um eben nicht in schlechte Muster zurückzufallen. Und damit kommen wir zu Punkt 4, und zwar dem Entscheidungsframework. Wie treffe ich jetzt eigentlich genau gute Entscheidungen? Und jede Entscheidung lässt sich wiederum in 4 Schritte unterteilen. Und zwar erstens das richtige Problem definieren, zweitens unsere Optionen sortieren, drittens unsere Entscheidungskriterien, was ist uns eigentlich wichtig, und viertens die Entscheidung tatsächlich auch zu treffen und nicht ewig damit rumzuhühnern. Punkt 1 ist das richtige Problem zu definieren, und das fand ich mit den spannendsten Punkt, beziehungsweise das Wichtigste auch in dem Framework, weil an sich ist es ja recht straightforward zu sagen, okay, ja, wie treffe ich eine Entscheidung? Ich schaue erstmal, was ist das Problem überhaupt. Aber das klingt trivialer, als es eigentlich ist. Denn häufig, ich glaube, das kennt jeder, trifft man eine Entscheidung, aber man löst nicht das richtige Problem. Zum Beispiel erzeugt mein Unternehmen nicht genug Umsatz. Was mache ich also? Ich erstelle neue Vertriebler ein, mehr Marketing, ich mache mehr Werbung, die Leute müssen sehen, was ich für ein tolles Produkt habe. Aber eigentlich ist das Problem vielleicht ein ganz anderes, und zwar, dass mein Produkt einfach Kacke ist. Keiner will das haben, das funktioniert nicht. Dann brauche ich auch nicht anfangen, mehr Marketing zu machen, weil ein schlechtes Produkt wird sich ja dadurch nicht verkaufen. Das heißt, der erste Punkt ist immer zu sagen, okay, was ist das Problem eigentlich? Wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich zu Punkt 2 übergehen, und zwar meine Optionen sortieren. Welche Optionen habe ich eigentlich? Und der wichtigste Punkt fand ich hier, dass wir dazu neigen, Entscheidungen immer auf 2 Optionen runterzubrechen. Ich kann entweder studieren oder eine Ausbildung machen. Dass ich aber auch ein freiwilliges soziales Jahr machen könnte, gleich anfangen könnte zu arbeiten, ein Unternehmen gründen könnte. All das sind Optionen, die wir irgendwie versuchen auszublenden oder scheinbar ausblenden, weil wir immer versuchen, Sachen möglichst auf entweder oder runterzubrechen. Und das fand ich das Wichtigste irgendwie aus diesem Punkt, zu sagen, okay, Optionen sind immer mehr als 2. Also ich muss mir mindestens 3 Sachen raussuchen, um auch eine gute Entscheidung treffen zu können. Und es gibt immer eine Alternative und Dinge, die man machen kann, die außerhalb dieser 2 Optionen liegen. Und man neigt dazu, um sich das einfach zu machen, das schnell runterzubrechen und zu sagen, okay, ja, bei 2 Optionen ist Schluss. Dabei könnte man sich eigentlich auch noch ganz andere, vielleicht sogar bessere Win-Win-Lösungen überlegen, wo alle von profitieren, die man aber dann durch das schnelle Herunterbrechen auf 2 Optionen einfach ausgeschlossen hatte. Punkt 3 ist dann Kriterien festzulegen, und das ist zu entscheiden, okay, was ist mir wirklich wichtig. Da schreibt Parrish, ist das Wichtigste zu sagen, okay, es kann am Ende nur eine Sache geben, die mir am wichtigsten ist. Es kann mehrere Sachen geben, die mir wichtig sind, aber es kann nur eine Sache geben, die mir am wichtigsten ist. Und da hat er zum Beispiel dann als Beispiel, um das herauszufinden, einen Test vorgestellt, dass du alles, was deine Kriterien sind, also was ist mir wichtig, das schreibe ich auf einen Zettel, auf einen Post-it, und dann lege ich die links und rechts nebeneinander und dann gucke ich, okay, ist mir A oder B wichtiger, und dann kann ich da quasi das so Stück für Stück durchranken und so eine Entscheidung treffen. Ein Beispiel, wo ich das Framework jetzt letztens angewendet hatte, war, ich hatte jetzt gerade meinen Bachelor fertig, und dann war die Frage, okay, möchte ich da noch einen Master anschließen, möchte ich anfangen zu arbeiten, was möchte ich eigentlich machen danach? Das eigentliche Problem, will ich den Master machen oder nicht, ist, glaube ich, eher nur oberflächlich, und dann liegt darunter das eigentliche, okay, wie will ich auch meinen Lebensstil dahingehend erweitern? Möchte ich noch dieses Studienleben weiterhaben? Möchte ich mich noch fachlich da weiterentwickeln? Möchte ich vielleicht noch nicht anfangen, Vollzeit zu arbeiten? Das sind alles so Ideen und Motivationen, die da mit reinspielen und vielleicht unter dieser eigentlichen Entscheidung liegen, also unter dem Problem Master ja oder nein. Und dann kommen eben die Optionen. Ich kann ja auch noch ganz andere Sachen machen. Ich kann den Master dual machen, ich kann ihn an einer staatlichen Hochschule machen, ich kann ins Ausland gehen, ich kann mir sonst was überlegen. Also die Möglichkeiten sind eigentlich endlos. Da fand ich, hat das Framework schon ganz gut geholfen, dass man eben wirklich auch mehrere Optionen hat und sich die bewusst in den Kopf ruft und quasi immer fragt, okay, guck mal, ich habe gerade 2 Optionen, auf die habe ich mich festgelegt. Was habe ich vielleicht noch für weitere Möglichkeiten, um da eben so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und sich nicht zu früh auf irgendwas festzulegen und damit quasi Optionen übersieht oder einfach auch eine bessere Lösung, die es vielleicht gibt, von vornherein ausschließt. Und dann geht es, wie gesagt, darum, halt eben Kriterien festzulegen. Also auf mein Masterbeispiel bezogen, was ist mir wichtig? Ist mir der Karriereschritt wichtig? Ist mir das Fachliche wichtig? Was ist mir auch bei der Uni besonders wichtig? Dass ich mir bewusst überlege, okay, ich schreibe die Sachen auf einen Zettel drauf, kann das dann, also das ist natürlich nur so für Härtefälle. Wenn es jetzt darum geht, möchte ich jetzt Eis essen oder nicht, dann brauche ich hier nicht irgendwie meine Kriterien auf den Zettel schreiben. Ich denke, das ist klar, aber es geht dann vor allem um so wichtigere Entscheidungen. Und wenn ich mir eben klar geworden bin über diesen Post-it-Test zum Beispiel, auch über kräftiges Nachdenken oder irgendwas, dann kann ich halt eben zu dieser Situation gelangen und dann eine Entscheidung für mich festlegen. Und das ist halt eben der entscheidendste und wichtigste Punkt am Ende, und zwar die Entscheidung auch zu treffen und zu handeln, weil viel, viel häufiger passiert ist, dass wir überlegen und überlegen und überlegen, aber am Ende keine Entscheidung treffen. Wir warten einfach ab und dann dümpelt das so für sich hin, und am Ende, Schlimmste ist hier Trägheitsdefault, am Ende treffen wir einfach gar keine Entscheidung, weil wir uns nicht entscheiden können, und dann entscheidet entweder jemand anders für uns oder
die Umstände ergeben sich in irgendeinen anderen Weisen, aber nicht zwangsläufig zu unserem Besten. Deswegen ist der letzte und wichtigste Punkt dann einfach auch zu machen, einfach umzusetzen. Und da gibt es diese tolle Matrix, die er in dem Buch hatte, und das fand ich mit das Beste. Also wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann freut mich das auf jeden Fall, und das fand ich richtig cool. Und zwar, man kann eigentlich jede Entscheidung in diese Matrix einordnen, und zwar nach dem, wie weit man diese Entscheidungen reversieren kann und wie hoch die Konsequenzen der Entscheidungen sind. Das ist quasi die eine Achse, und das andere, die Reversierbarkeit, ist die andere Achse. Dabei kann ich jede Entscheidung einordnen, und da spricht er davon, je schlechter eine Entscheidung reversierbar ist und je höhere Konsequenzen sie hat, zum Beispiel, ich gehe Basejumpen, dann ist die schlimmste Konsequenz, ich kann das nicht und ich stürze mich da in den Tod. Und die andere Konsequenz ist, ja, ich habe ein bisschen Spaß. Dann ist das halt von der Entscheidung natürlich sehr, sehr risikobehaftet. Das heißt, wenn man das wirklich machen will, sollte man sich das gut überlegen. Andererseits eine Entscheidung, wie gehe ich jetzt Eis essen, oder entscheide ich mich dafür, das Buch zu lesen zum Beispiel. Die Konsequenz daraus ist ja minimal, nicht so hoch, und die Reversierbarkeit ist extrem hoch. Ich kann einfach ein anderes Buch lesen, das kann ich einfach auch wieder rückgängig machen. Aber das ist halt nicht bei jeder Entscheidung so. Zum Beispiel einen Master zu machen oder nicht zu machen, ist eine Entscheidung, die kann man bedingt reversieren. So, man kann ihn halt abbrechen und dann nochmal neu anfangen. Also das ist nicht so hohe Konsequenzen so. Ich verliere halt dann im Endeffekt ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Man kann halt verschiedenste Entscheidungen darin einordnen, und er sagt halt, das ist der wichtigste Punkt daraus: Je weiter diese Punkte oben rechts in diesem Quadranten liegen, desto stärker muss ich mir überlegen, und je länger sollte ich abwarten mit dieser Entscheidung, also as long as possible, nicht as soon as possible. Diesen wichtigen, nicht reversierbaren Entscheidungen, da sollte ich mir wirklich Zeit nehmen und wirklich so lange wie möglich überlegen, was will ich machen. Weil wenn ich diese Entscheidung treffe, dann verändert das im schlimmsten Fall mein Leben. Wenn ich sage, okay, ich will mich von meinem Partner trennen, ich möchte ausziehen, ich will umziehen zum Beispiel, ich will meinen Job wechseln, das sind alles Entscheidungen, die haben hohe Konsequenzen. Da muss man sich schon gut überlegen, will man das wirklich, und den richtigen Punkt abpassen und das dann natürlich trotzdem am Ende entscheiden, aber halt eben im Zweifelsfall damit warten und mehr Informationen sammeln oder sich da wirklich im Klaren sein mit dem, was einem wirklich wichtig ist, um da eben nicht zu überstürzen und am Endeffekt das zu bereuen. Andererseits die anderen Entscheidungen ganz unten links, also Eis essen gehen zum Beispiel, da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ob ich jetzt heute Abend ins Kino gehe oder nicht ins Kino gehe, ob ich mich mit Freunden treffe oder nicht, das sind alles Entscheidungen, die sind sehr, sehr reversibel. Da lohnt es sich nicht, irgendwie eine Stunde lang drüber zu grübeln, sondern einfach, ja, da kann ich auch mal wirklich nach den Defaults gehen zum Beispiel und sagen, mache ich einfach. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den habe ich für mich auch mitgenommen. Und diese Grafik hier, finde ich, hilft da einfach jede Entscheidung einzuordnen. Fand ich ganz spannend, das mal aus der Perspektive zu sehen. Ja, und das waren so ein bisschen die Kernerkenntnisse aus dem Buch. Ich hoffe, du hast auch was mitnehmen können, und schreib mir gerne deine Ideen dazu in die Kommentare. Und ich finde, das Buch zeigt so ein bisschen ganz gut, man kann Entscheidungen treffen, aufziehen bis sonst wo und da einen riesen Fass aufmachen. Man kann das auch einfach recht simpel angehen. Und man muss sich aber im Klaren sein, dass man halt gewisse Defaults hat und da in gewisse Fallen tappen kann. Mir hat das Buch auf jeden Fall sehr gefallen. Ich kann es dir sehr empfehlen. Also wenn dich sowas interessiert, wenn du gerne darüber nachdenkst, ich bin da auch eine Person, die gerne über Dinge zu viel nachdenkt, aber dann ist das Buch sicherlich auch eine Entscheidung für dich wert. Also ich packe den Link in die Beschreibung, wenn du es dir auch holen willst. Das ist jetzt hier auf Englisch, gibt es, meine ich, auch auf Deutsch. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Buch und freue mich über dein Feedback in den Kommentaren, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.